China kann die beeindruckendste Reise werden oder die stressigste. Denn sobald ihr landet, merkt ihr, kein Google Maps, kein WhatsApp, kaum Englisch. Wir haben das selbst erlebt. Gescheiterte Zahlungen, falsche Apps und eine Powerbank, die uns am Flughafen abgenommen wurde. Damit euch diese Fehler nicht passieren, zeigen wir euch heute 17 Dinge, die wir gerne für unsere China-Reise gewusst hätten. Und Punkt 8 solltet ihr unbedingt kennen. China ist eines der spannendsten Länder, in denen ich bisher war. Es ist extrem modern, überraschend sicher und im Alltag komplett anders als zu Europa. Und aktuell dürfen deutsche Staatsbürger bis zu 30 Tage visafrei einreisen. Die Regel gilt noch bis Ende 2026 und kann jederzeit geändert, verlängert oder verkürzt werden. Deshalb ist es gerade eine sehr gute Gelegenheit, sich das Land näher anzuschauen. Zudem ist China wirklich extrem riesig. Wir waren bereits zweimal dort, je einen Monat und konnten noch nicht das komplette Land sehen, denn es gibt wirklich so viel zu sehen und so viel zu entdecken. Und vor allem vor Ort merkt man dann auch, wie anders vieles funktioniert. Das Erste, was du verstehen musst, China funktioniert digital. Bargeld wird praktisch nie verwendet. Wir waren ja insgesamt 2 Monate in China und mussten nicht einmal mit Bargeld bezahlen. Fast alles läuft über WeChat und Alipay. Damit bezahlst du, bestellst dir dein Essen, rufst damit ein Taxi und kannst damit sogar die Metro nutzen. Und teilweise brauchst du diese Apps auch für Reservierungen. Ohne diese Apps bist du ziemlich schnell eingeschränkt. Ich stand ja wirklich am Anfang im Laden und konnte leider nicht bezahlen. Deshalb geh immer mit vollen Akku aus dem Haus, weil dein Handy brauchst du unbedingt, oder nimm dir eine Powerbank mit. Und zur Not kannst du auch überall eine Powerbank ausleihen. Wir waren ja auf den Avatarbergen und selbst dort gab es Powerbanks. Und nun zu meinem wichtigsten Tipp. Richtet euch am besten alles schon vor der Reise ein. Alipay und WeChat braucht ihr auf jeden Fall. Und für die beiden Apps braucht man bei der Registrierung meistens einen SMS-Code. Und das kann ein bisschen dauern, deshalb am besten schon in Deutschland einrichten. WeChat braucht ihr zum Beispiel für Reservierungen, um zum Beispiel in den Tiananmen Square in Peking reinzukommen, denn ohne Reservierung kommt ihr da nicht rein. Zudem solltet ihr euch auch ein VPN runterladen. Wir haben uns ein bisschen durchgetestet und Let's VPN hat bei uns am besten funktioniert. Und auch hier ist ganz wichtig, ladet euch das schon in Deutschland runter, denn in China kann man nicht so einfach ein VPN runterladen. Für die Navigation haben wir AMAP genutzt. Das hat auch ziemlich gut funktioniert. Ich habe von anderen gehört, dass Apple Karten auch funktionieren soll, haben wir selbst aber nicht getestet, denn AMAP hat bei uns problemlos funktioniert. Für Fahrten solltet ihr euch am besten auch Didi runterladen. Das funktioniert so ähnlich wie Uber, ist aber wesentlich günstiger. Und als kleiner Tipp, wenn ihr zum Beispiel euer Hotel über Trip.com gebucht habt, könnt ihr den Namen des Hotels auf Chinesisch einfach kopieren und in Didi einfügen. Das führt zu weniger Missverständnissen und ihr kommt bei eurem richtigen Hotel an. Und wenn ihr kein Chinesisch sprecht, braucht ihr auch unbedingt eine Übersetzer-App, denn in China sprechen die wenigsten Englisch und ohne Übersetzer-App kommt ihr nicht sehr weit. Deshalb unbedingt eine Übersetzer-App. Und hier als Hinweis, Google-Übersetzer funktioniert nur mit VPN, deshalb ladet euch unbedingt auch eine App runter, die auch offline verfügbar ist. Zusammengefasst, ihr braucht also WeChat, Alipay, ein VPN, AMAP, Didi und eine Übersetzer-App. Internet in China funktioniert nicht wie gewohnt. YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, nichts funktioniert. Ihr habt also 2 Möglichkeiten. Erstens, eine eSIM. Wahrscheinlich die einfachste Methode. Zweitens, eine lokale SIM von China Unicom, China Telecom oder China Mobile. Wir hatten uns für China Unicom entschieden und für 2 Wochen ca. 15 € bezahlt. Die Installation ging auch sehr schnell und einfach. Man braucht nur seinen Reisepass. Zudem bekommt ihr bei einer lokalen SIM auch eine Telefonnummer. Diese braucht man eventuell bei Registrierungen, Reservierungen oder falls ihr das WLAN in der Mall zum Beispiel nutzen wollt. Dort wird immer eine chinesische Telefonnummer verlangt. Bei einer eSIM funktioniert TikTok, Instagram, WhatsApp, YouTube, Facebook ohne VPN, ohne Probleme. Und verlass dich nicht auf das Hotel-WLAN, das kann eingeschränkt oder langsam sein. Insgesamt fanden wir eine eSIM viel entspannter und würden zukünftig auch eher zu einer eSIM greifen als eine lokale SIM. Wenn ihr nur eine Sache aus diesem Video mitnehmt, dann unbedingt diese Sache hier. Bereitet Alipay und oder WeChat Pay unbedingt schon mal vor, denn die Bezahlung läuft hauptsächlich über diese Apps. Wir haben zum Beispiel kein einziges Mal mit Bargeld gezahlt. Alles funktioniert über QR-Codes. Entweder ihr scannt den QR-Code des Ladens
Oder ihr zeigt euren eigenen QR-Code vor zum Bezahlen. Und als kleiner Hinweis, ab ca. 200 Yuan können nochmal extra Gebühren für ausländische Kreditkarten hinzukommen. Falls ihr das umgehen wollt, könnt ihr einfach den Laden fragen, ob ihr die Rechnung splitten könnt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, ist aber wirklich super einfach. Ihr müsst nur euren Account einmal einrichten und dann könnt ihr schon eure Bankkarte hinterlegen. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Und zwar öffnet ihr einmal Alipay, dann klickt ihr auf Account, dann auf Bankcards, dann einmal auf Add Bankcard und dann könnt ihr schon eure Bankkarte entweder scannen oder manuell eingeben und schon ist das hinterlegt und ihr könnt damit zahlen. Also super einfach. Falls euch solche Reisetipps weiterhelfen, lasst uns doch gerne ein kostenloses Abo da. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Tipp. Vor der Reise müsst ihr noch ein paar Dinge checken. Euer Reisepass muss noch mindestens 6 Monate lang gültig sein. Ihr braucht ein weiteres Reiseticket. Danach wird auf jeden Fall gefragt. Und digitale Arrival Card. Das könnt ihr vor Ort machen oder vor der Reise. Zudem müsst ihr euch noch registrieren. Das übernimmt das Hotel. Aber falls ihr nicht in einem Hotel schlaft, müsst ihr das selber übernehmen. Und glaubt mir, das wollt ihr nicht. Die komplette Seite ist auf Chinesisch. Daher schlaft einfach am besten in einem Hotel. Und ganz wichtig, habt immer euren Reisepass dabei. Ihr braucht das am Bahnhof, bei der Kontrolle, bei Sehenswürdigkeiten und manchmal auch als Ticket. China hat eines der besten Bahnnetze auf der ganzen Welt. Für längere Strecken würde ich auch eher zum Zug greifen. Sie sind meistens sehr bequem und auch sehr modern. Tickets könnt ihr so circa 2 Wochen vorher kaufen und am einfachsten geht das über trip.com. Ihr könnt die natürlich auch vor Ort kaufen. Da sind die manchmal sogar günstiger, aber es ist eben nicht so entspannt. Das Ticket wird übrigens dann an euren Pass gekoppelt, das heißt vor Ort zeigt ihr dann euren Pass als Ticket vor. Und als Hinweis, Bahnhöfe in China funktionieren eher wie Flughäfen, also mit Sicherheitskontrolle, Passkontrolle und manchmal auch manuellen Schaltern. Und solche Kontrollen gibt es auch nicht nur in Zügen, sondern auch im öffentlichen Verkehr. Wenn ihr innerhalb Chinas fliegt, achtet bitte auf eure Powerbank. Diese muss eine CCC-Kennzeichnung haben. Viele Flughäfen kontrollieren inzwischen sehr streng und es kann Probleme bei der Sicherheitskontrolle geben. Dieses Gesetz gilt aktuell nur für Inlandsflüge, deshalb überprüft das bitte vorher nochmal. Wir mussten uns leider auch von unserer Powerbank verabschieden auf dem Flug von Shanghai nach Zhangjiajie und haben uns dann in China eine andere Powerbank gekauft. Die Powerbanks in China haben eigentlich alle eine CCC-Kennzeichnung. Wir haben uns eine Powerbank von Xiaomi gekauft. Diese ist wirklich sehr, sehr klein, ist wirklich sehr gut und hat nur 10 Euro gekostet. Ist auch viel preiswerter als in Deutschland. In der Stadt ist es super einfach. Für die Metro nutzt ihr einfach Alipay. Dort generiert ihr einen Metro-QR-Code und damit kommt ihr dann durch die ganzen Schranken. Falls ihr mehrere Städte in China besucht, müsstet ihr aber darauf achten, dass ihr für jeden Ort einen neuen Metro-QR-Code generiert. Und für Taxis nutzt ihr am besten Didi, wie gesagt. Je nach Verkehrslage ist man aber manchmal mit der Metro sogar schneller. Hotels in China haben auch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für 20 Euro bekommst du ein recht schönes Zimmer. Zudem dürfen viele Hotels keine ausländischen Gäste aufnehmen. Viele sprechen auch gar kein Englisch. Rauchen im Zimmer ist auch recht verbreitet. Es stehen oft Aschenbecher im Zimmer. Wir hatten auch schon mal ein Raucherzimmer bekommen, konnten aber problemlos das Zimmer wechseln. Als kleiner Tipp, buch am besten ein Zimmer mit Waschmaschine. Wir hatten alle unsere Unterkünfte über trip.com gebucht. Die Auswahl dort ist viel größer als booking.com. Außerdem könnt ihr dort sehen, ob das Hotel ausländische Gäste aufnehmen darf oder nicht. Viele unterschätzen diesen Punkt, denn einige Sehenswürdigkeiten in China müssen vorher reserviert werden. Zum Beispiel die verbotene Stadt in Peking. Einfach spontan hingehen und mal schauen, funktioniert oft nicht so. Diese Reservierungen verlaufen übrigens über WeChat. Und auch hier gilt, unbedingt euren Reisepass mitnehmen, denn euer Reisepass ist auch meistens euer Ticket. Im Alltag läuft vieles digital. Ticket kaufen, Fahrrad ausleihen, bezahlen. Alles läuft digital. Bestellt wird im Restaurant über einen QR-Code, bezahlt über Alipay oder WeChat. Trinkgeld ist in China nicht so üblich, man zahlt auch sehr oft im Voraus. Im Restaurant bekommt man oft kostenlose Getränke oder Tee. Ein Thema, über das kaum jemand spricht, und zwar in öffentlichen Bereichen gibt es in China noch sehr, sehr oft Squat-Toiletten oder auch besser bekannt unter Plumpsklo.
Für einige ist es vielleicht kein Problem, aber für Leute, die zum Beispiel Knieschmerzen haben oder einfach nicht daran gewöhnt sind, kann es halt schon eine Herausforderung sein. Zudem kommt noch, dass oft Toilettenpapier fehlt und die Seife. Deshalb empfehlen wir euch auf jeden Fall, Taschentücher dabei zu haben und vielleicht eine To-Go-Seife oder Handdesinfektionsmittel, dann seid ihr auf jeden Fall auf Nummer sicher. Und in größeren und moderneren Malls gibt es meistens dann schon, ich sag mal, normale Toiletten. Aber es ist wirklich nicht unüblich, dass es in China noch Plumpsklos gibt. Und über diesen Fakt war ich auch wirklich sehr, sehr überrascht. Englisch ist in China nicht weit verbreitet. Fast keiner spricht Englisch. Daher nutze unbedingt eine Übersetzer-App, speichere die Adressen schon mal auf Chinesisch ab und mache Screenshots von wichtigen Infos, falls das Internet mal nicht funktioniert. Nutze jedoch am besten keinen Google-Übersetzer, weil dafür braucht man trotzdem ein VPN. Und ich weiß, es klingt wirklich sehr, sehr kompliziert, aber irgendwie funktioniert das trotzdem. Es ist vielleicht schwierig, wenn das Restaurant keine Bilder zu den Gerichten hat und die Übersetzung nicht akkurat funktioniert. In solchen Fällen wissen wir leider gar nicht, was wir bestellt haben. Was mich persönlich wirklich sehr überrascht hat, ist, dass sich China wirklich extrem sicher anfühlt. Ich habe vor Ort mich teilweise sicherer gefühlt als in manchen europäischen Städten. Von Diebstählen bis zu Scams habe ich eigentlich nie was mitbekommen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass da sehr viele Kameras hängen, vor allem in Großstädten und dort, wo sehr viele Menschen sind. Bisschen außerhalb merkt man die Kameras eigentlich auch kaum noch und nach einigen Tagen blendet man die eigentlich auch schon aus. Die beste Reisezeit ist von April bis Mai und September bis Oktober. Für die erste Reise können wir empfehlen Peking, Shanghai, Shenzhen, Shanghai. Aber wichtig, plane nicht zu viele Orte ein, weil China ist wirklich riesig. Aber ganz wichtig, vermeide unbedingt die Golden Week Anfang Mai und Anfang Oktober. Züge werden sehr schnell ausgebucht, Hotelpreise steigen und es wird wirklich sehr, sehr voll, weil Chinesen reisen wirklich sehr gern selber im Land. Preislich würden wir sagen, dass China so im unteren Mittelfeld liegt. Also es ist nicht ganz so günstig wie Südostasien, aber wesentlich günstiger als Westeuropa und auch günstiger als Japan, Korea, würde ich sagen. Vor allem die Hotels haben ein ziemlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ab 20 bis 40 Euro bekommt man eigentlich schon ein ziemlich solides, sauberes und auch modernes Zimmer. Und Essen kann da auch wirklich sehr, sehr günstig sein. Vor allem wenn ihr lokal esst, denn lokales Essen bekommt man schon ab 2 bis 3 Euro. Und Züge über längere Strecken sind schon ein bisschen teurer, aber wesentlich günstiger als mit der Deutschen Bahn zu fahren. Und tendenziell kann man auch sagen, dass größere Städte etwas teurer sind als kleinere Städte. Insgesamt würden wir also sagen, dass China nicht nur anders ist, sondern uns teilweise sogar Jahre voraus. Falls ihr wissen wollt, inwiefern China uns voraus ist, schaut euch auch gerne dieses Video hier an.